der Weg in die Hochschule, ins Studium in Deutschland ist tatsächlich hürdenreich und hochgradig sozial selektiv. Dazu gibt es auch sehr viel Forschung schon, die eben zeigt, dass sowohl der Weg zur Studienberechtigung bereits sozial sehr, sehr stark vom Elternhaus abhängt. Aber selbst wenn man diese Hürde genommen hat und die Hochschulzugangsberechtigung, das Abitur erreicht hat, ist dann dieser letzte vermeintlich kleine Schritt ins Studium trotzdem noch extrem sozial ungleich verteilt. Wenn man Eltern hat, die selber schon durch das Hochschulsystem gegangen sind und hier eben gut Bescheid wissen, was bedeutet es zu studieren, was bringt es mir später auch, wie hoch sind die Kosten, dann profitieren die Kinder natürlich von solcher Art von Information. Gemeinsam mit Kolleginnen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben wir hier zur Frage, inwiefern Informationsasymmetrien zu sozialer Ungleichheit beim Übergang ins Studium beitragen, ein relativ groß angelegtes Projekt durchgeführt. BestUp steht kurz für Berliner Studienberechtigtenpanel. Und hier haben wir eine Umfrage durchgeführt mit Schülerinnen und Schülern an 27 Berliner Schulen, zum Beispiel über ihre Studienpläne, aber auch Probleme, die sie wahrnehmen und die mit ihrem späteren Bildungsweg verbunden sind. Und an 8 dieser Schulen haben wir im Anschluss an diese erste Befragung einen kleinen Informationsworkshop durchgeführt. Und hier haben wir Informationen gegeben zu Studium, aber auch alternativen Ausbildungswegen und haben ihm Infos gegeben zu möglichen Erträgen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, aber eben auch zu Kosten- und Finanzierungsmöglichkeiten. Und dann haben wir eben diese Schülerin, also sowohl die Informationen bekommen haben, als auch die anderen Schülerinnen und Schüler noch weiter verfolgt, und zwar bis 1,5 Jahre nach dem Abitur, und können eben so sehen, ob diejenigen, die zufällig diesen Informationsworkshop erhalten haben, wahrscheinlicher das Studium aufnehmen. Das Hauptergebnis ist, dass dieser relativ kurze und einfache Informationsworkshop tatsächlich die Studienwahrscheinlichkeit erhöht, eben insbesondere für diejenigen, die nicht aus einem Elternhaus kommen, in dem die Eltern schon selber Studienerfahrungen haben. Also es geht nicht darum, dass jetzt auf einmal 100% eines Jahrgangs oder von mir aus noch nicht mal 100% eines Abiturjahrgangs unbedingt studieren sollen. Aber warum sollte man beruhigt damit leben können, dass eben gerade sozial schwächere Schülerinnen und Schüler eben deutlich weniger studieren? Wenn man also nur 2 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichem Elternhaus, aber mit gleicher Schulleistung, mit gleicher Motivation und so weiter vergleicht, sieht man eben trotzdem noch diese Ungleichheit. Und das ist was Potenziale verschenkt, sowohl auf individueller als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und was auch einfach aus einem Gerechtigkeitsaspekt, finde ich, schwer ertragbar ist.